Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses kuschelige Sofakissen für euch gehäkelt. In den passenden Farben ist es ein tolles Accessoire für euer Wohnzimmer oder eure Essecke. Es ist schnell gemacht und eignet sich auch wunderbar als Geschenk. Ihr könnt das Kissen natürlich in jeder gewünschten Größe nacharbeiten. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Häkeln. Für dieses Kissen nehme ich die Lisa Premium Uni. Ein Knäuel hat 50 Gramm und 133 Meter Lauflänge und das ist die Farbe 06 und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5 und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle weitere 2 Stäbchen in den Ring. Den Faden häkle ich mit ein. Die Nummer 1, die Nummer 2. Wir haben jetzt also 3 Stäbchen im Ring, inklusive Ersatzstäbchen. Dann folgen 2 Luftmaschen, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. Weitere 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Ring, noch einmal 2 Luftmaschen und ein viertes Mal 3 Stäbchen in den Ring. So dass wir jetzt 4 mal 3 Stäbchen haben, dazwischen immer 2 Luftmaschen, das sind immer die Ecken und die vierte Ecke mache ich so, ich hole einen Umschlag, steche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens ein, hole den Faden durch und häkle ein halbes Stäbchen. So entsteht auch hier eine Lücke. Das ist unsere vierte Ecke. Und wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Die zählen wieder als ein Stäbchen und häkeln ein zweites Stäbchen in die Lücke hinein. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt erst am Ende der Runde hinzu. Jetzt häkeln wir ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Vorrunde. Dann häkeln wir um das mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen eine Noppe. Das heißt, wir holen einen Umschlag, stechen um das Stäbchen herum, holen den Faden durch, ziehen ihn etwas herauf, holen wieder einen Umschlag, stechen noch einmal um das Stäbchen herum, holen den Faden durch, ziehen ihn herauf, ein Umschlag und noch ein drittes Mal
den Faden durchholen und heraufziehen, dann alle abmaschen bis auf 2 und die gemeinsam abmaschen. Dann müssen wir diese Noppe zur Seite schieben, nach rechts, damit das nächste Stäbchen sichtbar wird. Hier kommt noch ein Stäbchen hinein. Wir haben 2 Stäbchen in der Lücke, ein Stäbchen, eine Noppe, ein Stäbchen. Jetzt folgt die Ecke, die besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Alles in diese Lücke hinein. Dann häkeln wir wieder auf das erste Stäbchen ein Stäbchen, um das zweite Stäbchen herum eine Noppe. Da holen wir 3-mal den Faden durch und immer den Faden etwas in die Länge ziehen. Alle abmaschen bis auf 2 und die gemeinsam abmaschen. Und ganz wichtig, immer die Noppe nach rechts schieben, damit der nächste Maschenkopf frei wird. Hier folgt noch ein Stäbchen. Und jetzt wieder die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, alles in eine Lücke. Dann wieder ein Stäbchen, um das mittlere Stäbchen eine Noppe, 1-mal, 2-mal, 3-mal, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, und auch die vierte Kante ist genau gleich. Ein Stäbchen, eine Noppe, und noch ein Stäbchen. Und jetzt fehlt uns noch der zweite Teil der Ecke, das heißt, wir häkeln in diese Lücke, wo diese beiden Stäbchen schon drin sind, noch einmal 2 Stäbchen und wir schließen mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Einen Umschlag holen, in die dritte Luftmasche einstechen, den Faden durchholen und alle 3 Fäden gemeinsam abmaschen. Das sieht so aus. Und jetzt folgt eine Stäbchenreihe. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das bleibt immer gleich. Das ist die erste Hälfte der Ecke. Dann häkeln wir jetzt alle Maschen der Vorrunde ab. Das sind 7 Maschen. 3 Stäbchen, eine Noppe, 3 Stäbchen. Einfach in jeden Maschenkopf ein Stäbchen häkeln. Auch hier in den Kopf der Noppe ein Stäbchen häkeln. Das bedeutet, wir häkeln jetzt noch 2 in die Lücke und wir haben jetzt auf dieser Kante von Lücke zu Lücke immer gezählt 2, 4, 6, 8, 11 Stäbchen.
und die brauchen wir auf allen 4 Seiten. Wir häkeln 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, dann 7 Stäbchen auf die vorhandenen Maschenköpfe, auch in die Noppe ganz normal hineinhäkeln. Und dann noch 2 in die Lücke. Und auch auf dieser Kante haben wir 2, 4, 6, 8, 11 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, die vorhandenen Maschen abhäkeln, auch in den Kopf der Noppe ein Stäbchen häkeln, sodass wir auf jeder Kante 11 Stäbchen erhalten. Die Zahl muss immer passen. Dann wieder 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, die vorhandenen Stäbchen abhäkeln, auch die Noppe. Und dann noch 2 in die letzte Lücke. Wir brauchen auf allen 4 Kanten immer die gleiche Anzahl an Maschen. Und wir holen einen Umschlag, stechen in die 3. Luftmasche ein, holen den Faden durch und maschen alle gemeinsam ab. Die nächste Reihe beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das bleibt immer gleich. Dann folgen auf die nächsten beiden Stäbchen 2 Stäbchen. Dann um das nächste Stäbchen, das ist wichtig, hier ist schon eine Masche drin, ums nächste Stäbchen eine Noppe, zwei Stäbchen und wieder ums nächste Stäbchen eine Noppe. Immer 2 Stäbchen zwischen den Noppen, eine Noppe und 2 Stäbchen bis zur Lücke. Als Grundregel, wenn die Reihe ab der Lücke mit 2 Stäbchen beginnt, dann muss sie auch mit 2 Stäbchen enden. Und dann folgen noch 2 Stäbchen in die Lücke. Ihr seht also, wir haben hier 2 in der Lücke, 2 Stäbchen, dann die Noppen, dann wieder 2 Stäbchen und 2 in die Lücke. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und die 4 Kanten sind immer identisch. Wir müssen nur am Anfang immer schauen, mit wie viel Stäbchen wir beginnen. In dieser Runde brauchen wir 2 Stäbchen und dann folgt die erste Noppe. Dann wieder
2 Stäbchen und eine Noppe. 2 Stäbchen, eine Noppe, zwei Stäbchen bis zur Lücke, zwei Stäbchen in die Lücke. Und auch diese Kante sieht so aus: 4 Stäbchen, die Noppen und hier wieder 4 Stäbchen. Und das machen wir auf allen 4 Kanten genau gleich. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet mit 2 Stäbchen in die letzte Lücke und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir starten wieder mit 3 Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke und wir häkeln wieder lauter Stäbchen und es ergeben sich pro Kante 19 Stäbchen, immer gezählt inklusive Eckstäbchen, also immer von Lücke zu Lücke gezählt. Wichtig ist, dass ihr ganz normal auch in die Noppen immer ein Stäbchen häkelt. Es ist eine ganz normale Masche auf der Noppe drauf. Alle Stäbchen bis zur Lücke abhäkeln und dann 2 in die Lücke und es ergeben sich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 Stäbchen pro Kante und die brauchen wir auf allen 4 Kanten. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen, häkle noch die 2 Stäbchen in die Lücke und schließe mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und jetzt kommt wieder eine Noppenreihe, die beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt können wir auf dem ersten Stäbchen mit einer Noppe beginnen, also um dieses Ersatzstäbchen herum häkeln wir gleich eine Noppe, dann 2 Stäbchen wie immer, dann wieder eine Noppe, zwei Stäbchen und wieder eine Noppe. Und jetzt kann man es schon erkennen, die Noppen laufen immer in einer Linie übereinander. So könnt ihr kontrollieren, ob ihr richtig seid. Also hier ist eine Noppe, hier ist das Stäbchen im Kopf der Noppe und in dieses Stäbchen kommt wieder eine neue Noppe. Zwei Stäbchen immer dazwischen.
ist die Noppe, hier ist das Stäbchen im Kopf der Noppe und immer um dieses Stäbchen kommt eine Noppe. Noch einmal 2 Stäbchen dazwischen, eine Noppe, zwei Stäbchen, und da wir gleich auf dem ersten Stäbchen eine Noppe gemacht haben, kommt auch eine Noppe um das allerletzte Stäbchen. Dann 2 Stäbchen in die Lücke. Zwei Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Und es ergeben sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Noppen. Hier hatten wir eine, hier 3, hier 7. Und auch auf der zweiten Kante und auf allen weiteren starten wir gleich auf dem ersten Stäbchen mit einer Noppe. Häkeln ganz wie gewohnt weiter. Immer 2 Stäbchen und eine Noppe, und auf jeder Kante müssen sich 7 Noppen ergeben, die letzte wieder um das allerletzte Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde genau gleich auf allen 4 Kanten. Und wie gesagt, zur Kontrolle, diese Noppen laufen immer senkrecht übereinander. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Auch hier um das allerletzte Stäbchen häkle ich noch eine Noppe. Dann wie gewohnt die letzten beiden Stäbchen in die Lücke und ich schließe mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Jetzt folgt wieder eine Stäbchenreihe. Wir häkeln immer 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und häkeln alle Stäbchen ab. Und es ergeben sich pro Kante inklusive Eckstäbchen 27 Stäbchen. Und die brauchen wir natürlich auf allen 4 Kanten. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Und wir haben jetzt den Mustersatz einmal durchgehäkelt. Er besteht aus 6 Reihen. Diese erste Reihe hier wird nicht mitgezählt. Er beginnt hier. Ich mache alle Reihen noch einmal mit euch durch. Und wir beginnen mit 3 Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke. Und in der ersten Reihe des Mustersatzes häkeln wir ein Stäbchen und beginnen dann mit den Noppen. Dann häkeln wir immer 2 Stäbchen dazwischen und hier könnt ihr immer schauen, um das Stäbchen, das hier im Kopf der Noppe ist, kommt die nächste Noppe. Das muss immer stimmen. Und wie gesagt, im Randbereich haben wir jetzt ein Stäbchen. Ich zeige euch das bei der nächsten Ecke noch einmal.
Willkommen zurück, ich bin beinahe bei der Ecke angekommen. Hier fehlen noch 2 Stäbchen, dann noch eine Noppe und da wir mit einem Stäbchen begonnen haben, muss auch hier am Ende noch ein Stäbchen kommen, dann die 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und alle 4 Kanten gleich machen. Auch hier beginnen wir mit einem Stäbchen und beginnen dann mit den Noppen und es ergeben sich 9 Noppen pro Kante. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Die zweite Reihe des Mustersatzes ist eine Stäbchenreihe und in dieser Reihe ergeben sich 35 Stäbchen pro Kante. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die dritte Reihe des Mustersatzes beginnt auch mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und hier haben wir im Randbereich 2 Stäbchen, immer am Anfang und am Ende der Kante. Dann folgt eine Noppe, 2 Stäbchen und wir sind wieder im Muster drin. Hier ist das Stäbchen über der vorherigen Noppe und es ergeben sich 11 Noppen pro Kante. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die vierte Musterreihe ist eine Stäbchenreihe. Die beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und es ergeben sich pro Kante 43 Stäbchen inklusive Eckstäbchen. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die 5. Musterreihe beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und hier können wir gleich um das Ersatzstäbchen herum, also um das erste Stäbchen, die erste Noppe bilden. Dann folgen wie immer 2 Stäbchen, dann wieder eine Noppe, dann wieder 2 Stäbchen, und wir sind wieder bei dem Stäbchen, das in dieser Noppe hier unten drin ist, und da kommt wieder eine Noppe. Und so könnt ihr immer kontrollieren, ob ihr richtig seid. Und ich häkle bis zur Ecke und da sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle vorhandenen Noppen sozusagen abgehäkelt und in dieser 5. Reihe ist die Besonderheit, dass sich hier 2 neue Noppen ausgehen. Also wieder 2 Stäbchen, eine neue Noppe, zwei Stäbchen und ganz am Schluss
ebenfalls noch eine Noppe um das allerletzte Stäbchen und dann kommt die Ecke wie gewohnt mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wir beginnen auch auf dieser Kante gleich beim ersten Stäbchen mit einer Noppe und alle 4 Kanten sind identisch mit dieser ersten hier. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 5. Reihe des Mustersatzes beendet. Es haben sich 15 Noppen pro Kante ergeben und die 6. Reihe des Mustersatzes beginnt wie immer mit 3 Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke und besteht aus lauter Stäbchen und es ergeben sich pro Kante 51 Stäbchen und wenn ihr diese Runde gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 6. Reihe des Mustersatzes beendet und jetzt beginnt das Muster wieder von neuem. Ihr müsst also nur immer dieselben 6 Musterreihen wiederholen und in jeder Runde ergeben sich 4 Maschen mehr pro Kante. Und wenn ihr euer gewünschtes Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Ich mache mein Kissen ca. 40 x 40 cm. Willkommen zurück. Mein Teil ist jetzt ungefähr 40 x 40 cm groß. Ganz schön quadratisch wird das erst nach dem Waschen und in Form ziehen. Und jetzt braucht ihr ein zweites identisches Teil. Ich habe das bereits vorbereitet und zwar in einer anderen Farbe. Ihr könnt natürlich auch beide Teile gleich machen und bei einem Teil den Faden dran lassen und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die beiden Teile zusammenhäkeln. Willkommen zurück. Ich habe die beiden Teile aufeinander gelegt, sodass die schöne Seite jeweils außen ist und ich beginne hier an einer Ecke, steche durch die Lücke vorne und hinten durch, hole den Faden durch, häkle eine feste Masche und häkle noch eine zweite feste Masche in die Lücke und dann häkle ich Masche für Masche die beiden Teile zusammen. Ihr habt ja vorne und hinten gleich viele Stäbchen am Schluss, das heißt, es geht sich genau aus und ihr müsst nur schauen, dass ihr immer vorne und hinten das gleiche Stäbchen erwischt. Und in die Ecken würde ich 3 feste Maschen in die Lücke häkeln, immer in die Ecke 3 feste Maschen und ich häkle jetzt einmal 3 Seiten zusammen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 3 Seiten zusammengehäkelt. Jetzt häkle ich hier noch ungefähr 10 cm zusammen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe ca. 10 cm geschlossen. Jetzt häkle ich nur auf dem vorderen Teil hier weiter, bis auch auf der anderen Seite noch 10 cm übrig sind. Bei mir sind das ab der Ecke 13 feste Maschen und ich schaue, dass ich auf der anderen Seite ebenfalls 13 Maschen übrig lasse im Moment und dann häkle ich am Schluss noch eine in die Ecke. Und
Wenn ich drüben angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin auf der anderen Seite angekommen. Hier lasse ich dieselbe Anzahl Stäbchen frei wie auf der anderen Seite, ohne diese feste Masche in der Lücke gezählt, und hinten habe ich das 13. Stäbchen mit einem Maschenmarkierer versehen und ab hier häkle ich jetzt wieder die Teile zusammen, also in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist, und ich häkle hinüber bis zur Ecke und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Am Schluss häkle ich in die letzte Lücke noch eine feste Masche, so dass wir auch hier 3 in der Lücke haben. Wir haben ja am Anfang nur 2 gemacht. Dann schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und dann auf der Rückseite ein paar Knöpfe annähen. Knopflöcher braucht ihr nicht, dazu könnt ihr die Stäbchen hier vorne verwenden. Und dann ist unser Sofakissen fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses praktischen Sofakissens und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.